Moin Leute und herzlich willkommen zurück in unserem Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Wir wünschen euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2022. Jetzt und hier im Januar. Und ich habe heute vor, mit euch einen kleinen Gartenrundgang im Januar zu machen. Ich will euch mal zeigen, was denn noch wächst oder halt auch nicht. Dann möchte ich euch auch sagen, was unsere Pläne für das Jahr 2022 sind. Außerdem haben einige von euch gefragt, wo denn der Tim abgeblieben ist. In diesem Video gibt es auch nochmal eine Ankündigung und Informationen darüber, was ja mit Tim passiert ist. Aber wir beginnen als allererstes mal mit dem neuen Jahr oder Silvester. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Bei uns war es, ich sage mal so, recht entspannt. Wir sind Silvester nicht großartig feiern gegangen. Wir sind in Berlin auf eine große Brücke gegangen, wo man dann einen schönen Ausblick hatte und den Jahreswechsel entsprechend kurz feiern konnte. Und dann war es für mich auch so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte jetzt aber auch noch mal kurz in den Kleingarten fahren. Und dann bin ich auch in der Nacht noch in den Kleingarten gefahren und habe mal geschaut, was hier so abgeht. Da war natürlich in der Anlage nicht viel los, wobei ich glaube, es haben sogar Leute hier in der Anlage gefeiert. Da war auf jeden Fall Licht zu sehen und laute Musik zu hören. Genau, aber wie ihr wisst oder ihr euch vorstellen könnt, in Berlin ist auch, wenn keine Feuerwerkswerke erlaubt sind, ordentlich was los, und es war auch ordentlich was los. Ja, so ist es. Ja, und in Richtung Jahreswechsel gab es auch eine sehr interessante Ankündigung. Ich habe ja in einem der letzten Videos euch erzählt, dass die Kleingartenanlage hier immer wieder abgeschlossen ist und dass man hier gar nicht so raufkommt, obwohl das so ein öffentliches Land ist. Und auch im Sommer ist uns das immer wieder passiert, dass wir auf die Anlage wollten oder die verlassen wollten und das ganz einfach mal abgeschlossen war. Das finden wir nicht gut, und Ende des Jahres gab es auch ein Schreiben des Bezirksverbandes, hier des Zuständigen, wo es darum ging, dass die Kleingartenanlagen geöffnet werden sollen. Und dann gab es noch ein bisschen später ein Schreiben von unserem Verein, in dem angekündigt wurde, wie das realisiert wird in unserem Verein. Und zwar soll das mit der neuen Gartensaison losgehen, dass ab April tatsächlich die Schließzylinder aus den Toren entfernt werden, sodass Fußgänger zumindest immer und dauerhaft hier Tag und Nacht in der Gartensaison die Anlage betreten können. Das finden wir großartig, finden wir wirklich ganz große Klasse. Es ist ein erster Schritt in Richtung Öffnung des Kleingartens. Und deshalb Daumen hoch dafür, finden wir toll. Und was wir auch richtig toll finden, ist euer Feedback zu unserem Jahresrückblick, also den 2 Folgen. Ich verlinke mal Teil 1 hier, und Teil 2 lohnt sich auch, weil es da ja auch ein Gewinnspiel gibt. Also wir haben uns sehr gefreut auf sehr, sehr viele Kommentare von euch. Vielen Dank dafür. Es sind also auch sehr viele neue AbonnentInnen dadurch dabei. Also allein durch diese beiden Videos sind fast 200 neue Leute dazugekommen. Das finden wir klasse. Auch da geben wir für euch einen Daumen nach oben. Und damit dieses Wachstum so weitergeht, schreibt auch gerne unter dieses Video einen kurzen, knackigen Kommentar. Auch gerne einen Daumen nach oben, und wer noch an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, wir haben ja in Teil 2 des Jahresrückblicks gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr ein Bokashi-Eimer-Set gewinnen könnt. Dann geht nochmal unter Teil 2 des Videos und nehmt dort mit einem entsprechenden Kommentar teil. Ich habe aus diesen beiden Jahresrückblicken so viel rausnehmen müssen, was ich eigentlich dann doch auch gerne reingenommen hätte. Wir überlegen derzeit, ob wir noch
ich sage mal sowas wie eine Art Teil 3 machen. Also es ist ja kein richtiger Teil 3 des Jahresrückblicks, sondern es ist eine Sonderfolge, in der wir besonders witzige Sachen, Outtakes und auch Szenen, die es vielleicht einfach nicht in die Videos geschafft haben, im ersten Moment. Ja, wir überlegen, ob wir sowas noch machen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, denn ja, wir machen das Ganze ja schließlich nicht für uns, sondern für euch. Ich mache einen kurzen Gartenrundgang mit euch erst und dann geht es jetzt im Anschluss darum, ja, wie unsere Planung so in diesem Jahr grob aussieht. Und ich beginne hier am Hochbeet. Da steht schon gar keine Sonne mehr drauf. Heute hier im Januar. Ihr seht dort die Lebensfallen für die Mäuse. Die sind jetzt geöffnet. Die habe ich vorhin geöffnet, weil ich ja jetzt da bin und dachte, naja, solange ich da bin, kann ich sie ja offen lassen, weil was ganz wichtig ist, bei diesen wirklich richtig kalten Temperaturen lassen wir sie natürlich nicht über Nacht oder unbeaufsichtigt offen stehen, denn wir würden davon ausgehen, dass bei den Temperaturen die Mäuse das einfach nicht überleben in der Lebensfalle. Wir haben in der letzten Woche aber Glück gehabt, nämlich war es deutlich wärmer, also wir hatten die letzten 14 Tage so 10 bis 14 Grad teilweise und auch nachts ist es häufig nicht unter 10 gegangen und deshalb haben wir die Mausefallen auch offen gelassen. Ich bin aber auch tatsächlich auch morgens, mittags und abends hier immer kurz mal raus, um zu schauen, ob was drin ist und wir hatten tatsächlich eine Maus drin, die wir dann auch letzte Woche umgesiedelt haben. Ich zeige euch das hier gerne mal. So, kleines Mäuschen zieht heute um. Ja, oh Gottchen. Oh Mann, es tut mir leid, dass ich dich jetzt aus deinem Lebensraum rausnehme, aber ich möchte nicht, dass du in unserem Hochbeet wohnst. Give me your freedom. Oh, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you pandemonium? Life is so easy. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. Won't you pandemonium? So, aber wie gesagt, jetzt nur kurzfristig offen. Das Hochbeet ist durch komplett. Hier ist nichts mehr drin, jedenfalls nichts mehr, was man irgendwie ernten könnte und auch eigentlich nichts mehr, wo wir irgendwie noch die Hoffnung haben, dass großartig was passiert. Kohlrabi, ja, hat schon die letzte Elastizität verloren, ist ja maximal noch für die Mäuse da. Was ihr hier seht, ist der Knoblauch. Den Knoblauch haben wir super früh eigentlich gesteckt. Das ist also jetzt keiner, den wir im Winter gesteckt haben, sondern das ist einer aus dem Jahr schon, aus dem letzten. Und irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Wir haben aber auch jetzt festgestellt, dass wir wahrscheinlich im Hochbeet doch ganz schön viel und eng und dicht und so gepflanzt haben. Mal gucken, was im Frühjahr damit passiert. Was ihr auch seht, ganz traurig hier, Mangold, der ist jetzt, sag ich mal, vom Frost völlig kaputt. Ich weiß nicht, ob hier noch die Chance besteht, dass da doch noch mal was rauskommt. Also jetzt sicherlich nicht im Winter, aber vielleicht dann fürs Frühjahr. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wir lassen die Dinge ja sowieso erstmal drin. Wozu sollten wir sie jetzt rausnehmen? Hier ist es halt so, dass hier im Herzchen doch noch irgendwie so kleine Sachen sind, die vielleicht auch von den Mäusen wieder gefressen werden. Denn ich gehe hier dann mal rüber. Ja, unser kleines, schönes Blumenhochbeet, sage ich jetzt mal so. Da ist natürlich jetzt auch nicht viel zu sehen. Im Frühjahr wird es hoffentlich dann auch schön. Ja, Lottis Hundehütte ist natürlich noch da. Und dann sehen wir hier auch den wunderbaren Teich, der jetzt auch eine ganz, ganz kleine Frostschicht drauf hat. Der war in den letzten Tagen auch schon wieder aufgetaut. Aber ja, bei den Temperaturen kommt da auch eine Eisschicht drauf. Ja, Kräuter, da gibt es ja welche, die irgendwie so immer da sind irgendwie und auch nicht so schnell kaputt gehen. Basilikum ist natürlich durch. Hier an der Stelle, da wird dann neuer gepflanzt, logischerweise. Aber ansonsten sieht das nicht so schlecht aus. Ich gucke mal hier rüber, die Erdbeeren. Ja, da wollten wir mal gucken, was so passiert. Wir haben das Beet ja deutlich verkleinert, damit hier der Teich entsprechend mehr Platz hat. Aber ja, da gucken wir mal. Dann hatten wir hier hinten
ja das China-Gras, was wir erst da hinten hatten, wo der Bambus jetzt ist, ja, in so eine Art Moorbeet eingesetzt. Und nachdem die erste Lieferung, die wir von dem Gartenfachhändler bekommen haben, uns ziemlich schnell kaputt gegangen ist und wir das reklamiert haben, haben wir auch sofort Neues bekommen, aber so mit dem Hinweis, so von wegen, naja, wir machen das jetzt aus Kulanz, aber eigentlich ihr müsst für eine durchgehende Bewässerung sorgen und also so à la, wir hätten das selbst verschuldet, dass es nicht funktioniert hat. Dazu muss ich sagen, ja, das Ding war immer feucht, steht immer noch feucht und ist trotzdem scheinbar kaputt gegangen. Also das ist ein bisschen schade. Werden wir mal gucken, ob wir mit diesem Gartenhändler da überhaupt nochmal, ist eigentlich ein sehr, sehr großer Versandhandel, den ihr alle wahrscheinlich auch kennt, aber müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal Kontakt aufnehmen. Ja, dann hier seht ihr hier eine kleine Bildkamera, die wir aufgestellt haben, weil hier Zaun zum Nachbarn, da ist so ein kleines Loch, was immer wieder vergrößert wird. Ja, bisher haben wir aber auch nur die Katze, die hier Katzenfutter gefressen hat, dabei erwischt. Vielleicht ist es ja auch von der Katze, wer weiß es schon. Der sieht gut aus. Also da bin ich mal gespannt. Ich denke, wir werden hier im Frühjahr auch mal schon mal gucken, ob wir das bei unserem Verein geliehen bekommen. So eine Siebtrommel, so eine Trommel, womit man das mal sieben kann. Und dann haben wir sicherlich auch schon einiges an Erde dabei. Genauso wie wir hier Chips in dem Thermokomposter. Hier habe ich zum Beispiel alte Erde von den Tomaten und so aus den Kübeln reingehauen, zusammen mit einem organischen Material, Blättern und sowas, was wir hier im Herbst noch beim Fertigmachen so ein bisschen angefallen war. Ja, ansonsten hier dieser kleine Unterschlupf für die Igel. Ja, da ist jetzt vermutlich nichts drin, aber naja, ist halt, wie es ist. Dann sieht es hier noch eine Rose, jetzt sind die Rosen tatsächlich alle komplett durch. Da passiert nichts mehr mit den Rosen. Ansonsten haben wir eine ganze Menge an Blumenzwiebeln auch gesteckt jetzt fürs Frühjahr. Da freuen wir uns auch, sind wir sehr gespannt. Und was man jetzt auch häufiger sehen kann schon in diesem Knoblauchbeet, sind dann, dass doch auch vereinzelt hier schon Knoblauch durchschaut. Und da hatten wir ja verschiedene Sorten gesät, die Marvin bestellt hatte bei einem anderen Garten-YouTuber und gleichzeitig auch Händler für Biosaatgut. Und genau, das probieren wir mal aus. Wir haben ja auch noch oben im Pflanzsack Knoblauch drin, der ist schon deutlich weiter, aber klar, Pflanzsack ist immer noch mal eine andere Situation. Ja. Dann, ja, also das mussten wir feststellen, Grünkohl, so lecker und geil der ist so robust und so easy und so einfach. Da wollen wir nächstes Jahr definitiv noch mehr machen. Ich sehe halt nur diese eine Grünkohlpflanze ist irgendwie so richtig mickrig geworden, nicht so richtig viel, wobei es sind sogar 2 direkt. Keine Ahnung warum. Diese Grünkohlpflanzen haben wir im Pflanzenhandel gekauft. Also die haben wir nicht selbst gezogen, aber die sind richtig, richtig top und da haben wir auch schon ordentlich geerntet und werden es auch weiterhin tun können. Ja, der Brokkoli gibt jetzt auch so langsam auf. Also da ist jetzt auch nichts mehr wirklich zu holen. Wobei, das ist ja sogar noch erntbar. Aber das, was hier auch in die Blüte gegangen ist, das ist nicht weit genug ausgebildet, da können wir keine Samen von ernten. Wir wussten jetzt im Nachhinein aber gar nicht mehr, weil wir ja eigentlich schon versucht haben, immer so Bio-Saatgut zu nehmen, auch samenfest irgendwie, aber vielleicht ist da irgendwo auch mal was untergekommen, also irgendwie ist hier jedenfalls keine vernünftige Samenausbeute möglich. Ja, auch hier unten, auch beim ebenerdigen Beet sehen wir halt, dass der Mangold da soweit fertig ist, durch ist, da passiert nichts mehr, wobei auch hier, das sieht nicht so schlecht aus. Vielleicht passiert dann, keine Ahnung. Abwarten, was sollen wir das jetzt rausnehmen, macht ja einfach gar keinen Sinn. Und hier ist auch noch die Reihe mit dem Porree, der dann im Frühjahr hoffentlich auch schön wird.
Genau. Dann gibt es ein paar Pflanzen, wo ich dachte, dass sie winterhärter sind. Aber so winterhart dann doch auch nicht oder frosthart. Das ist der Wirsingkohl zum Beispiel. Zum Glück habe ich da ja schon 2 geerntet, aber diese hatten wir hier noch nicht geerntet. Und wie ihr seht, ist das hier auch, also da ist auch nichts mehr zu ernten. Ne? Das ist einfach mal durch, das ist gatschig geworden. Was habe ich mit dem Wirsingkohl gemacht, den wir da hatten? Also wir hatten einen relativ großen Wirsingkohl-Kopf und aus dem habe ich Kimchi gemacht. Ich habe da eine Mischung gemacht aus dem Wirsingkohl und auch Chinakohl. Mein erstes selbstgemachtes Kimchi und es war, oder es ist, weil es immer noch was da, einfach der absolute Hit. Ich liebe das ja. Ich mag es scharf und ich mag so fermentierte Produkte. Richtig klasse. Ja, ansonsten hier drüben von wegen Winterhart und so noch dieses Beet, wo ja so ein Rübchen und sowas von Martin nochmal später im Jahr ausgesät worden ist. Ja, das ist, würde ich mal sagen, jetzt durch. Ja, dann haben wir hier ja noch das wilde Blumenbeet, was wir umgesetzt hatten. Und da muss man einfach abwarten. Da sind jetzt auch ganz viele Blumenzwiebeln gesteckt, die dann im Frühjahr hoffentlich kommen und das Ganze auch schön aussehen lassen. Aber ja, wir haben es ja hier ein bisschen abgemulcht, auch mit Laub. Viel ist auch verschwunden schon. Haben sich die Regenwürmer geschnappt, sage ich jetzt mal, oder ist auch weggeweht, wie auch immer. Ja, das wird hoffentlich das wird dann auch dauern einfach wieder. Ne? Also war ja im letzten Jahr auch so, als wir hier drüben noch das wilde Blumenbeet hatten. Das hat ja auch gedauert, bis das richtig schön so geblüht hat, wie wir uns das vorgestellt haben. So, und dann wollte ich ja mit euch auch darüber sprechen, was unsere Pläne für das nächste Jahr so sind. Und ja, ganz großes Thema soll in diesem Jahr werden die Laube, die Renovierung der Laube. Wie ihr ja seht, da gibt es verschiedene Sachen. Also das eine ist ja mal außen. Das sieht nicht schön aus, aber das sehe ich jetzt als gar nicht als so das, was super akut ist. Denn das fanden wir letztes Jahr schon oder Anfang letzten Jahres schon, dachten wir so, oh, da müssen wir was machen. Aber was viel wichtiger ist für uns, ist die Innengestaltung. Also wir möchten gerne ein großes Zimmer draus machen und das ist so eine Sache, ganz großer Planungspunkt. Da müssen wir jemanden haben, die oder der sich damit auskennt und entsprechend sagen kann, ob wir da ja, Wände wegreißen können oder nicht. Weil wenn das möglich ist, dann werden wir das machen und dann wird es einen ganz coolen Ausbau da drin geben. Also Ausbau im Sinne von Umbau, weil wir natürlich jetzt keine Luxus da gestalten wollen. Wäre ja auch gar nicht zulässig im Kleingarten, sondern wir wollen das dann schön uns machen, aber was auch viel Platz hat. Und das uns viel Platz bietet einfach. Und wir finden das insofern wichtig, als dass wir ja zum Beispiel keine einzige Nacht hier verbracht haben, also über Nacht hier verbracht haben im Kleingarten im letzten Jahr. Und das würden wir in 2022 schon ganz gerne machen, weil das ja einfach schön ist, ja. Und dafür ist es einfach nicht wohnlich genug da drin. Und da muss einiges passieren. Und da sind wir aber auf Profis angewiesen. Und das kostet auch viel Geld. Ja, da müssen wir einfach gucken, was wir da machen können, dass wir uns das auch irgendwie, ich sage jetzt mal, leisten können. Ne? Ja, und Planung weiter. Ja, ich gehe jetzt mal hier kurz raus, weil es gab eine Sache, die haben wir im letzten Jahr schon thematisiert, besprochen, die Idee, und die habt ihr auch gut gefunden, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen in diesem Jahr, weil wir so viel zu tun hatten mit dem Grundaufreinkriegen erstmal. Und zwar wollen wir hier vorne ja einen Teil der Hecke rausnehmen und dort dann, was rede ich denn? Das kann Tim auch gerne selbst sagen. Wir überlegen schon seit einiger Zeit, was wir hier mit dem Außenbereich Schönes machen können. Jetzt blüht die Hecke ja schön, aber wir sind ja immer so ein bisschen am Überlegen, wie kann man hier noch so ein bisschen einbeziehen, damit auch Leute vorbeigehen, sich wohlfühlen, vielleicht irgendwas davon haben, dass das nicht so abgeschottet ist. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht ein Stückchen Hecke wegnehmen oder zurücksetzen und da eine Bank reinstellen, dass man sich da mal hinsetzen kann, ein bisschen ausruhen kann. Daneben vielleicht ein schönes Regal oder Schränkchen, wo man, ihr kennt das vielleicht auch bei euch, so Bücher tauschen kann. Also Bücher reinstellen kann, die man nicht mehr braucht, Bücher rausnehmen kann, die man lesen will, für die man sich interessiert. Vielleicht noch eine Tafel, wo wir ein bisschen was drauf schreiben können. Ein Maiscreme-Rezept zum Beispiel, ein Maiscremesuppenrezept.
Genau, und dann aber auch noch mal gucken, Robert, ich glaube, das wolltest du ja auch so ein bisschen, noch so ein paar Sträucher, wo man dann irgendwie, weiß ich nicht, Himbeeren, Brombeeren, irgendwas von naschen kann. Naschvariation halt, genau. Genau, was denkt ihr, was haltet ihr von der Idee oder vielleicht habt ihr noch gute Ideen, wie gesagt, andere Ideen. Unser Ziel wäre es so ein bisschen Kleingarten zu öffnen und Leuten eine Möglichkeit zu geben, hier zu sitzen, sich was anzuschauen und auszutauschen. Ja, und das haben wir in diesem Jahr einfach nicht geschafft, aber das ist auf jeden Fall auf der Agenda für dieses Jahr. Das Thema ja, Öffnung des Kleingartens, nicht nur der Kleingartenanlage, sondern auch die Öffnung der einzelnen Parzellen. Das ist uns wichtig und da wollen wir gerne mit einem guten Beispiel vorangehen. Also das ist auf jeden Fall ein Plan, das zu machen, damit ja, sich auch Besucher der Anlage hier daran erfreuen können. Und ja, wir haben letztes Jahr auch darüber gesprochen, dass wir uns wünschen würden, dass es in unserem Kleingartenverein oder in unserer Kleingartenanlage auch ein soziales Projekt gibt. Ja, also wo man vielleicht auch AnwohnerInnen aus der Umgebung hier mit einbeziehen kann. Und da hatten wir die Idee, dass man Hochbeete auf Freiflächen aufstellt, die dann ja, mit Hilfe von Nachbarn nicht nur gebaut werden, sondern auch dann bewirtschaftet, also bewirtschaftet werden im Sinne von bepflanzt werden, dass sich die Leute, die keinen Kleingarten haben, weil sie sich den entweder nicht leisten können oder einfach noch nicht dran sind, dass sie auch am Kleingarten teilnehmen können. Und da ist auch eins unserer großen Vorhaben dafür, ja, ich sag mal, wie so eine Art Projektantrag zu stellen. Denn wir haben das schon vorgeschlagen bei uns im Verein letztes Jahr und da hieß es, genau, dass wir das tun sollen. Also mal einen konkreten Vorschlag machen, wie sowas stattfinden kann und wie sowas aussehen kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns auch für dieses Jahr vorgenommen haben. Was wir auch schon seit längerer Zeit planen, und das wisst ihr auch, viele von euch schreiben, ja, dass sie da sich super darauf freuen, dass wir das demnächst umsetzen, ist halt das Gewächshaus, was an dieser Stelle ja entstehen soll, wo das alte wilde Blumenbeet war, was ja auch für das Gewächshaus nach da drüben umgezogen ist. Ja, und das mit dem Gewächshaus hat halt, das hätten wir am liebsten auch schon im Winter jetzt gemacht, aber das war einfach nicht drin. Also wir haben ja im Sommer auch ehrlich gesagt hier so viel gemacht, Herbst bis in den Winter rein, dass wir auch diese Pause gebraucht haben, dass das nötig war, hier mal nicht immer durchzuackern. Ja, und wir würden gerne, aber so ein Gewächshaus kostet auch eine ganze Menge Geld und ist dann auch so, dass ja, dass wir jetzt schon wieder feststellen, dass die Lieferzeiten der Gewächshäuser, ja, keine Ahnung, wie viele Wochen haben. Also Gewächshaus soll kommen. Ich habe schon fast überlegt, ob wir nicht selbst was bauen. Habe ich jetzt auch bei diversen Garten-YouTuberInnen gesehen, dass sie das selbst gemacht haben mit Holz und so Hohlkammerplatten und so. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Überlegung. Oder mal gucken. Ja, also Gewächshaus soll auf jeden Fall kommen, weil letztendlich ist es so, solange das hier nicht steht, ist diese Fläche gerade, die nicht zu klein ist, völlig ungenutzt. Also bis aufs Vogelhäuschen, was ich nachher auch mal wieder auffüllen werde. Und wenn wir bei der Planung für Gartenideen sind, die wir in diesem Jahr umsetzen wollen, ihr habt ja gesehen, ich habe ja ganz viel schon erzählt zum Bokashi, wie wir den selbst zu Hause herstellen, verlinke ich euch auch gerne nochmal. Oder auch den Wurmkomposter, die Wurmkiste, die wir bei uns in der Wohnstube zu Hause stehen haben. Ihr habt ja nun gemerkt, wir sind große Fans davon und wir möchten das Ganze auch in den Garten hier bringen. Also dann, wenn es warm genug ist, weil der Bokashi, der kann zwar auch überwintert werden, aber die Mikroorganismen sind nicht so richtig aktiv, wenn es zu kalt ist und auch die Würmer ziehen sich dann in tiefere Bodenschichten zurück, wo es nicht so kalt ist. Deshalb wollen wir aber für die Gartensaison so richtig große Bokashi-Varianten, also richtig für Gartenabfälle dann und auch eine große Variante eines Wurmkomposters, was dann hier steht, bauen. Das ist auf jeden Fall auch auf der To-Do-Liste Projekte 2022 in unserem Kleingarten hier in Berlin-Pankow. Ja, und was planen wir denn noch so in diesem Jahr? Also, ich kann euch sagen, nee, ich kann es euch eigentlich nicht sagen, weil das ist noch ein Geheimnis. Aber es gibt vielleicht im Frühjahr eine ganz, ganz große Besonderheit oder eine ganz große Überraschung für euch. Wie gesagt, ich kann da nicht sehr viel mehr dazu sagen, aber wir sind an was ganz Coolem dran, was sicherlich auch für euch dann ganz spannend wird.
Ja, und Zukunft, da kommt dann auch wieder das Thema ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, worüber ich mit euch heute auch reden möchte. Und zwar haben einige Leute von euch gefragt, wo ist denn Tim abgeblieben? Weil Tim habt ihr bis auf den Jahresrückblick in den letzten Wochen oder fast Monaten auch nicht gesehen. Und das liegt daran, dass ich euch ja gesagt habe, dass wir, wie gesagt, hier im Sommer und im Herbst auch wirklich unheimlich viel geschafft und gemacht haben. Und das hat an unseren Kräften gezerrt. Und dementsprechend haben wir hier ja, im Garten auch mehr Pause gemacht. Ihr habt gesehen, dass hauptsächlich ich dann hier war und die Stellung gehalten habe, auch um euch das ein oder andere Material zu liefern. Und genau, Urlaub. Also Tim hat Gartenurlaub gemacht, das ist auch sein gutes Recht und das ist auch in Ordnung. Der ist derzeit in seiner Heimat und kommt Ende Januar wieder. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch ganz schnell wiedersehen und hier auch das erste Video wieder zusammendrehen können. Ich drehe in der letzten Zeit und auch ja, noch bis Mitte Februar eine ganze Menge, obwohl es da gar nicht so viel zu tun gibt. Ich möchte zum Beispiel noch ein Video machen, wie wir unser Hochbeet geschichtet haben und aufgebaut haben. Vielleicht sogar eine komplette Bauanleitung. Mal gucken, was ich da zusammenkriege. Weil ich selbst, und jetzt geht es weiter, Planung, meine persönliche Planung für die nächste Zeit. Ich plane, einen längeren Urlaub zu machen und da reden wir von ein paar Wochen und da möchte ich gerne ganz weit weg in die Ferne reisen. Das soll wirklich tatsächlich 6 Wochen dauern. Also wir reden hier von Mitte Februar bis Ende März. Da wird es dann keine top aktuellen Videos mit Gartenrundgängen geben, sondern Videos, die wir vorproduziert haben. Und da bin ich auch im Austausch. Also da mache ich natürlich mit Tim ein paar Sachen. Ich habe auch mit Marvin gesprochen, dass wir vielleicht schon über Aussaaten sprechen können, ja, über also Themen, die euch interessieren. Also schreibt auch gerne nochmal, was ihr da ja, euch gerne von euch erzählen oder erklären lassen wollt. Wie gesagt, Marvin ist ja da unser Gartenexperte, unser Profi, der weiß da auch einiges mehr. Und dann geht es um die Themen Anzuchten oder auch Vorbereiten der Beete, der Hochbeete und so weiter und so fort. Und mich würde mal interessieren, ob es euch dann interessieren würde, wenn ich in dieser Zeit, in der ich dann auf Reise gehe, Martin kommt dann auch mit, ob ihr interessiert seid an Videos von einer solchen längeren Reise, weil dann wird es das nicht auf diesem Kanal geben, aber auf einem anderen Kanal. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann sagt doch gerne mal Bescheid, ob euch da so ein Format interessieren würde oder nicht. Genau. Aber so viel erstmal zu den Zukunftsplänen. Ja, wir haben, da stehen noch so viele andere Sachen an, wir haben Kooperationsanfragen also wir haben so viele Sachen letztendlich, die wir auf dem Plan haben, die wir umsetzen wollen. Es lohnt sich also. Mir tut es immer so ein bisschen leid, wenn wir hier im Winter im Garten sind und ich dann sehe, es tut sich halt nicht viel und mich dann auch frage, oh Mensch, was kann ich denn was können wir euch dann bringen, damit wir trotzdem irgendwie da sind und ihr euch an unseren Videos erfreuen könnt. Deshalb ja, ist dieses Outtakes-Video vielleicht, oder nicht nur Outtakes, sondern auch witzige Behind-the-Scenes-Video vielleicht auch da nochmal eine schöne Idee. Schreibt gerne auch, ja, ich wollte auch mal wieder kochen oder auch mal gucken, ob wir das mit dem Kimchi, wie ich das mache, ob ich das euch auch mal zeige. Aber ja, wenn ihr Ideen habt, schreibt sie natürlich immer in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Ja, und auch wenn es nicht so viel zu tun und so viel zu sehen gibt in unserem Kleingarten hier im Januar, hoffen wir, dass euch der kurze Gartenrundgang und ja, die Info darüber, was wir 2022 so planen, gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben, schreibt auch gerne was Nettes in die Kommentare und ansonsten sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich frisch, gesund und munter wieder. Bis dahin, alles Gute für euch. Some would say I'm insane and they're riding away, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more.